die größte Lüge über Erfolg. Die meisten Menschen glauben, erfolgreiche Menschen waren schon immer besonders. Doch wenn wir genau hinschauen, zerfällt diese Vorstellung sehr schnell. Mahatma Gandhi war ursprünglich ein schüchterner Anwalt, der große Angst vor Öffentlichkeit hatte. Nelson Mandela verbrachte 27 Jahre im Gefängnis und Michael Jordan wurde als Jugendlicher zunächst aus seiner Schulmannschaft geworfen. Serena Williams musste über Jahre mit massivem Druck und Vorurteilen umgehen. Die Ausgangslagen waren unterschiedlich, die Mechanik dahinter war fast immer ähnlich. Sie akzeptieren ihre aktuelle Realität, aber nicht ihre endgültige Zukunft. Dale Carnegie formuliert es so: Inaction breathes doubt and fear. Action breeds confidence and courage. Oder auf Deutsch: Untätigkeit erzeugt Zweifel und Angst. Handlungen erzeugen Selbstvertrauen und Mut. Nicht zuerst Vertrauen, zuerst Handeln. Kapitel 2: Warum dein Gehirn dich klein halten will. Dein Gehirn ist nicht darauf optimiert, dich groß werden zu lassen. Es ist darauf optimiert, dich sicher zu halten. Vor tausenden Jahren war das sinnvoll. Unbekanntes konnte gefährlich sein. Risiko konnte lebensbedrohlich sein. Veränderungen bedeuteten Unsicherheit. Heute ist das Problem, dieses System reagiert auf Präsentationen, neue Projekte oder Veränderungen recht ähnlich. Es sagt, vielleicht später, vielleicht bist du noch nicht bereit, vielleicht reicht es nicht. Aber Angst ist oft kein Beweis. Sie ist lediglich ein Signal. Dale Carnegie schrieb: If you want to conquer fear, don't sit home and think about it. Go out and get busy. Und das bedeutet, Mut entsteht selten vor der Handlung. Es entsteht genau währenddessen. Kapitel 3: Menschen verändern sich in Extremsituationen. Interessant ist, viele große Veränderungen entstehen nicht in Komfortzonen, sondern in Krisen. Oprah Winfrey wuchs unter schwierigsten Bedingungen auf und erlebte schwere persönliche Herausforderungen. J.K. Rowling schrieb Teile ihrer Geschichte als alleinerziehende Mutter mit finanziellen Problemen. Bethany Hamilton verlor nach einem Haiangriff einen Arm und kehrte später in den Profisport zurück. Menschen in Extremsituationen entdecken oft etwas Überraschendes. Sie werden nicht plötzlich stärker. Sie entdecken eine Stärke, die bereits vorhanden war. Die Krise erschafft sie nicht. Die Krise legt frei, was immer verborgen vorhanden war. Kapitel 4: Was Spitzenathleten verstanden haben. Schauen wir in den Spitzensport. Cristiano Ronaldo, Simone Biles, Roger Federer und Steffi Graf. Sie alle unterscheiden sich enorm voneinander. Aber sie teilen ein Prinzip. Erstens, sie verlassen sich nicht auf Motivation. Zweitens, sie trainieren unabhängig von ihrer Stimmung. Drittens, sie verbessern kleine Details kontinuierlich und erreichen damit ihren Erfolg und Vorteil. Viele Menschen überschätzen, was in einer Woche tatsächlich möglich ist und unterschätzen, was in 5 Jahren möglich wird. Die meisten Erfolge entstehen nicht durch Explosionen, sie entstehen durch Akkumulation und ständiges Dranbleiben. Kapitel 5: Warum kleine Schritte mächtiger sind als große Träume. Menschen scheitern oft nicht an zu kleinen Zielen. Sie scheitern an zu großen Erwartungen. Sie sagen, ab morgen verändere ich alles. Und wenn das nicht funktioniert, ich schaffe es wohl nicht. Doch Erfolg funktioniert meist anders. Ein Gespräch, eine Entscheidung, eine Gewohnheit, ein Training, eine Seite lesen, ein Anruf, eine Bewerbung, eine kleine Handlung verändert wenig. Tausende kleine Handlungen verändern aber dein Leben. Kapitel 6: Die Gemeinsamkeit außergewöhnlicher Menschen. Und du bist außergewöhnlich. Wenn man all diese Menschen betrachtet, Gandhi, Mandela, alle Spitzensportler, die angeführt wurden oder die du kennst, Menschen in Krisen, alle sie erkannten etwas. Sie wussten nicht sicher, dass sie Erfolg haben würden. Sie hatten Zweifel, Ängste, Rückschläge, Unsicherheit. Der Unterschied war, sie warteten nicht darauf, sich bereit zu fühlen. Sie bewegten sich trotzdem. Und vielleicht ist genau das die größte Erkenntnis. Niemand sieht am Anfang außergewöhnlich aus. Außergewöhnlich wirst du oft erst rückblickend. Zusammenfassung aller Kapitel. Im heutigen Video ging es nicht darum, dass jeder automatisch alles erreichen kann, sondern um etwas Realistisches und vielleicht die stärkste Botschaft überhaupt. Deine Ausgangslage bestimmt nicht automatisch, wer du werden kannst oder wer du bist. Angst ist häufig eine Reaktion, aber kein Urteil. Krisen können verborgene Fähigkeiten sichtbar machen. Kleine Handlungen erzeugen große Veränderungen. Handlung kommt häufiger vor Selbstvertrauen. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft. Menschen, die
Großes erreichen, warten selten auf perfekte Bedingungen. Schlussgedanke. Vielleicht geht es nie darum, sofort zu wissen, wie alles funktioniert. Vielleicht geht es darum, den nächsten Schritt zu sehen. Denn niemand, den wir heute bewundern, begann als Symbol. Sie begannen alle als Menschen, mit Zweifel, mit Unsicherheiten, mit Fehlern und in einer schlechten Ausgangssituation. Aber irgendwann wurde aus einem kleinen Schritt eine Richtung. Irgendwann wurde daraus ein Weg. Und aus diesem Weg ein neues Leben. Hab den Mut. Du kannst es schaffen. Schritt für Schritt für Schritt. Ich glaube an dich. Glaube auch an dich. Schön, dass du da warst. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dich gerne in meinem Kanal weiter um. Hab einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Und merk dir eins, du bist wundervoll.